So, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Dienstagmorgen. Eigentlich wollte ich gestern noch filmen. Eigentlich wollte ich gestern auf dem Rückweg nach Hause filmen, weil ich gestern meinen ersten Arbeitstag hatte. Und davon wollte ich euch erzählen. Und zwar am Donnerstag zeige ich euch meinen Truck. Im Donnerstagsvideo. Und gestern habe ich also ich darf ja 16 Stunden, eine 16-Stunden-Schicht in Kanada arbeiten. Und gestern war ich bis auf 3 Minuten an meine 16 Stunden dran. Es war gestern ganz schön busy. Das heißt, es war noch nicht mal stressig. Und zwar ich hatte ja Freitag, habe ich alles noch mit meinem Chef geklärt, dass ich dann also anfangen kann, und dann habe ich nichts mehr gehört. Und dann denke ich so, gut, alles klar, der wird sich melden, wenn er was hat. Ich bin jetzt nicht jemand, der läuft da hinterher, weil ich denke, der weiß ja, dass ich bereit bin zum Arbeiten, und wenn er was hat, dann wird er sich melden. Punkt. So handhabe ich das. Viele Leute rufen da immer hinterher, mache ich nicht. Ich bleib dann weg, ich mache dann was für mich und dann ist es gut. Und dann kriegte ich dann, Sonntagnachmittag wir haben so eine App, da können wir uns gegenseitig Nachrichten schicken, so wie WhatsApp, nur mehr auf Trucking, und da kann man mehr mitmachen. So, und dann kriegte ich dann eine Benachrichtigung, also mein Handy gab mir eine Benachrichtigung, und das war ein ganz anderer Sound als sonst. Und dann denke ich so, was ist das denn? Da habe ich so drauf geguckt. Oh, die App hat mir was geschickt. Also auf der App ist was. Und dann hatte mein Chef mir was geschickt am Sonntagnachmittag. Nachmittags 5, 6 Uhr. Ne? Also frühen Abend. Dann denke ich so, cool, dann fährst du morgen los. Und dann willst du natürlich alles richtig machen und alles gut machen und alles mitnehmen. Und dann ist es ja auch eine Umstellung. Wenn du jetzt für eine Woche rausfährst oder für mehrere Tage rausfährst, dann musst du ja andere Dinge mitnehmen, als jetzt, wenn du nur tagsüber rausfährst. Und den Truck, den ich jetzt habe, den habe ich mir am Freitag ungefähr 5 Minuten angeguckt. Ich wusste vorher schon, wie der aussieht, aber halt, ne, so, man ist ja anders als Nahverkehrsfahrer. Und dann hatte ich schon Katzenfutter eingepackt, und ich nein, Katzen bleiben hier. Das ist so komisch. Gestern auch, als ich gefahren bin, war es komisch, dass die Katzen nicht damit bei waren. Weil die habe ich jetzt 5 Jahre jeden Tag mit dabei gehabt. Egal, auf jeden Fall bin ich dann habe ich alles zusammengepackt, habe Essen gekocht, weil ich was mitgenommen habe zum Essen und so. Und dann bin ich gestern 2-mal nach Moncton gefahren. Also ich musste zum Kunden fahren, einen geladenen Trailer holen, nach Moncton fahren, anliefern, wieder zurück, anderen geladenen Trailer nehmen und da wieder hinfahren. So, ja. Beim ersten Kunden war ich gestern Morgen um 9:30. Dann habe ich bis 2:30 gewartet, also 5 Stunden, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3, ja, 5 Stunden, damit er mich auslädt. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und dann war ich natürlich zu spät, ne? Weil hat ja zu lange gedauert. Dann habe ich noch einen zweiten Trailer geholt, bin da hingefahren. Da musste ich dann auch erst warten, und dann bin ich dann ins Büro rein nach einer Dreiviertelstunde. Und dann habe ich gesagt, ich möchte keinen Stress machen, aber meine Schichtzeit läuft irgendwann aus, und ich habe heute beim Kunden so lange gewartet, und könnt ihr mich schneller ausladen heute? Und dann guckt er mich so an, und ich sag dann so, bitte. Dann sagt er so, ja klar, kein Problem. Und dann haben sie mich relativ fix ausgeladen. Und dann musste ich den Trailer dann noch zum Kunden wieder hinbringen, damit der wieder geladen wird. Den hole ich mich nachher wieder ab. Oder gleich. Ich bin mich auf dem Weg zum Truck. Und
Und dann bin ich noch zurückgefahren zu unserem Hof, zur Firma. Und dann kam ich auf den Hof und dann hatte ich 15 Stunden, 57 Minuten Schichtzeit verbraucht. Also es war, Gott sei Dank. Ja, dann bin ich nach Hause gefahren. Gestern Abend um 11:15 war ich zu Hause. Und jetzt ist es halb sieben. Und jetzt fahre ich wieder zum Truck. Da bin ich in 13 Minuten. Und dann mache ich den fertig und dann fahre ich zum Kunden wieder. Um 8 Uhr muss ich beim Kunden sein. Und dann fahre ich das gleiche wie gestern, also Nahverkehr. So. Aber dann war ja Sonntag auch noch so. Ich wollte schlafen und dann macht man sich ja Gedanken. Wie mache ich das? Was mache ich da? Was mache ich hier? So. Und kennt ihr das? Wenn das Hirn nicht die Fresse hält, wenn man schlafen will. Oh, ätzend. Nach Mitternacht bin ich erst eingeschlafen. Gestern Morgen um 4 Uhr hat der Wecker geklingelt. Weil ich etwas früher da sein wollte. Also 8 Uhr war der Termin und ich war, glaube ich, um 7 Uhr gestern da beim Kunden. Gestern Morgen um 7. Und heute sehe ich das ein bisschen ruhiger. Heute habe ich... Wann hat denn der Wecker geklingelt? Um 5, eine Stunde länger geschlafen. Also es ist das gleiche wie gestern, nur dass ich eine Stunde länger geschlafen habe. Aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, komm, so und so läuft das da jetzt. Muss ja erstmal gucken, wie der Hase läuft, ne? So. Und dann war das gut. Aber es ist schön. Gestern war es zwar jetzt nicht so schön, als ich nach Hause kam, weil da habe ich mir die Zähne geputzt und bin ins Bett gegangen. Aber es ist schön zu wissen, dass man abends nach Hause kommt. Das gefällt mir gut. Und der Wagen hat sich jetzt auch eingependelt. Ich bin ja vorher nicht so viel gefahren mit dem Auto, weil da bin ich im Grunde genommen nur einkaufen gefahren, zum Hotel gefahren oder sonst was. Also so, ne? In der Stadt. Und jetzt fahre ich so längere Strecken. Ich fahre ja 50 Kilometer bis zur Arbeit einen Weg. Und jetzt hat er sich eingependelt bei 7,9 Liter. Finde ich also okay. Für 6 Zylinder, 3,6 Liter Hubraum und 311 PS finde ich das okay. So. Und dann fahren wir heute los. Ich fahre jetzt eine alte Oma. 8 Jahre alt, über 1,5 Millionen Kilometer gelaufen. Aber das zeige ich euch am Donnerstagsvideo, ne? So. Aber gut. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Freitag war ich noch bei meinem Chef, der hat mir dann, ich habe jetzt 2 Apps runtergeladen. Die musste ich dann, hat er mir das gezeigt, wie das funktioniert. Dann sind wir auf dem Hof, weil ich habe die Freiheit gehabt, ich konnte mir einen Truck aussuchen, weil da so 3, 4 rumstanden. Und dann sagte er so, ja hier, den Volvo, den kannst du nehmen. Ich sage, nee, Volvo nehme ich nicht. Warum nicht? Ich sage, nee, ich habe mit Volvo nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wieso? Ist das ein schlechter Truck? Ich sage, nee, das ist kein schlechter Truck. Ich sage, ich habe einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sage, ich bin zweimal eingefahren. Das eine Mal wisst ihr gar nicht. Ich sage, und beide waren dreckig und irgendwie schmodderig und weiß ich nicht. Ich sage, ich bin da nicht so. Dann habe ich eigentlich mir einen anderen LKW ausgesucht. Und dann fragte er mich, ob ich denn, ach ja genau, das kann ich auch noch erzählen. Er fragte mich Freitag, ob ich denn wir haben da so einen Kunden, für den fahren wir 2 Monate, weil da Saison ist. Und das wären dann nachts los gewesen, also wäre ich nachts losgefahren, also abends. Und wäre morgens, hätte ich Feierabend gehabt, dann hätte dann im Truck schlafen müssen. So, und den Truck, den ich mir eigentlich ausgesucht hatte, der war noch älter als der, den ich jetzt habe, aber der gefiel mir halt besser. Aber dann habe ich da reingeguckt. Dann war der auch dreckig. Ich meine, mein jetziger ist auch noch dreckig, der wird heute sauber gemacht. Ich habe extra Reinigungszeug mitgenommen. Und dann stand halt im Raum, dass ich halt im Truck schlafe. Eigentlich wollte ich ja nur Nahverkehr fahren, aber dann habe ich gesagt, komm, dann machst du das. Auf jeden Fall habe ich dann in den Truck reingeguckt, den ich eigentlich haben wollte. Und da schläfst du nicht drin. Der war so dreckig, dass man das auch nicht mehr sauber machen kann. Und eigentlich wollte ich den haben. Da sagte er, du wolltest den haben? Der ist ja geil. Das ist mein Lieblingstruck. Der hat 1,7 Millionen Kilometer runter. Ich sage, ja, guck an. Er sagt, und der rennt wie sonst was. Ich sage, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich da drin schlafe, dann möchte ich irgendwie was haben, was kann ja ruhig dreckig sein. Ich kann das dann sauber machen, aber halt was anderes.
Ja, und dann habe ich da reingeguckt in den nächsten Truck und dann war das okay. At the light, turn left onto Trans-Canada Highway 1 East. Mhm. Machen wir. In 3 kilometers, keep left onto Trans-Canada Highway 1 East. Ja, dann habe ich den halt genommen, dann den anderen, und dann fing das dann an und dann sagt er, dann kriegt er eine E-Mail, während wir uns unterhalten haben. Also wir haben uns so eine halbe Stunde draußen unterhalten, um uns irgendwie kennenzulernen auch so. Und dann kriegt er eine E-Mail und dann sagt er, der Trip ist gecancelt. Du fährst dann tagsüber nächste Woche und bist jeden Abend zu Hause. Und dann habe ich so gedacht, ja, dann kannst du ja wieder den anderen nehmen da, den dreckigen. Und dann habe ich mir das am Wochenende überlegt und dann denke ich mir so, ach nee, komm, brauchst du nicht. So, bin ich gestern mit dem losgefahren und es war gut. Alt, aber gut. Und wir haben sogar einen eigenen Mechaniker bei uns auf dem Hof. Da sagte mein Chef schon so, da musst du zusehen, dass du da, wenn was ist, sagst du dem das? Ist ja gut, alles klar? Ja, da müssen die Fahrer so ein bisschen drauf gucken, weil wir eine kleine Firma sind. Ich sage, gut, alles klar, machen wir. Ja, und dann war das gut. Er läuft auf jeden Fall. So, ich habe noch 5 Kilometer bis zur Firma. Ich habe schon wieder 12 Minuten geredet. Und ich habe am Wochenende mal einer meiner Lieblings-YouTuber, der Luca von Truck for Living, der hat mal nach Ewigkeit mal wieder ein Video rausgebracht und der hat am Anfang gesagt, dies ist ein Labervideo. Wer mich nicht labern hören will, für den ist das kein Video, der schaltet jetzt aus. Jetzt habe ich schon 12 Minuten geredet, aber ich kann es ja trotzdem sagen. Dies ist ein Labervideo. Wer das nicht sehen will, kann es gerne ausmachen. Ist auch immer so geil, wenn Leute sagen, der labert immer so viel. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich vor die Kamera setzen, da reingucken? Das ist auch langweilig. Dann würde man sagen, der labert gar nicht. Egal. Ja, auf jeden Fall habe ich dann von Luca das Video am Sonntag gesehen. Da freue ich mich immer drauf. Das ist ja der Jugoslawe, Kroate, der ja in Deutschland aufgewachsen ist und der jetzt wieder in seiner Heimat wohnt. Aber gut. So, ja, das war's von mir. Heute kein Truck, aber am Donnerstag zeige ich euch meine alte Dame mit roten Sitzen drin. Mit roten Sitzen drin. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dies ist ein Sondervideo, das lade ich gleich hoch. Es ist Dienstagmorgen. Ich würde sagen, Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook habe ich eine tolle Gruppe. Wir sind 789 Mitglieder, also wir haben fast die 800 voll. Das freut mich sehr. Das ist eine sehr gute Gruppe. Wir behandeln uns alle gut und das ist auch wichtig im heutigen Leben, denn viele Menschen behandeln einem nicht mehr gut. So, das war jetzt das Wort zum Dienstag und ich würde sagen, wir sehen uns Donnerstag wieder, ne? Tschüss!